Verborgen im Wald auf der nördlichen Seite des Speiertals liegen die Ruinen von Burg Breitenstein. Die Kernburg steht auf einem schmalen Felssockel, welcher heute nur für geübte Kletterer zugänglich ist. Die Schildmauer der Burg aus Buckelquadern ist in nahezu vollständiger Höhe erhalten. Auf der Bergseite schützt sie ein tief aus dem Felsen gehauener Halsgraben vor Angriffen. Das Kernstück bildet ein relativ bescheidener Wohnbau, dessen Umfassungsmauern nur noch teilweise erhalten sind. Die Burg wurde nicht über den Graben betreten. Der Zugang erfolgte stattdessen über eine Felsentreppe auf der Südseite. Um den Felsen herum befindet sich eine rechteckige Unterburg. Von dieser sind allerdings nur geringe Mauerreste erhalten. Oberhalb der Kernburg befinden sich die Reste einer vermeintlichen Vorburg mit eigenem Graben. Erbaut wurde Burg Breitenstein vermutlich um 1246. Damals herrschten unruhige Zeiten, da Kaiser Friedrich II. Durch Papst Innozenz IV. Abgesetzt worden war. Erstmalig in einer Urkunde erwähnt wird die Burg erst 1257. Und zwar durch einen Ritter von Kopsberg, Kastellan des Breitenstein, welcher in den Diensten der Grafen von Leiningen stand. 1265 nannte er sich dann Burkhard von Breitenstein. Um 1291, nach dem Tod König Rudolfs von Habsburg, entbrannten Kämpfe zwischen den Habsburgern und ihren Widersachern. Die Grafen von Sponheim nutzten die Gunst der Stunde und errichteten in dieser Zeit eine Belagerungsburg, welche sich nur wenige Meter südlich der Burg Breitenstein befand. Lediglich ein breiter Halsgraben trennte die beiden Anlagen. Um 1340 wurde die Belagerungsburg als Burg Niederbreitenstein erwähnt. Graf Walram von Sponheim wurde damals vom Königlichen Hofgericht in München für schuldig befunden, unerlaubt auf dem Gebiet des Hochstifts Speyer eine Burg errichtet zu haben. Es wurde verfügt, dass er diese an den speierischen Lehnsmann Friedrich Horneck abtreten sollte. Pfalzgraf Rudolf II. Erhob jedoch Einspruch gegen das Urteil und deklarierte den Sponheimer zu seinem Lehnsmann. Dadurch durfte dieser die Burg doch behalten. 1357 wurde ein Burgfriedensvertrag geschlossen. Dieser legte fest, dass die größere Belagerungsburg von nun an als Hauptburg und die ältere kleinere als Vorburg zu gelten habe. (1437) kam sie vermutlich in den Besitz der Grafen von Leiningen. Wahrscheinlich wurde die Burg um 1470 oder 71 während des Kurpfälzischen Krieges zwischen ihren Besitzern und dem Kurfürsten Friedrich I. zerstört. Seit 1963 ist die Ruine Eigentum der staatlichen Schlösserverwaltung Rheinland-Pfalz. Von 1988 bis 1989 fanden Konservierungs- und Sicherungsarbeiten statt.